yourself, right? I like to tell my people, hey, listen, don't lead by example, teach by example. What does that mean? Show the work. Show that you're working yourself and your people will follow. The intensity of your team is going to match your intensity. People are not going to watch your mouth. They're going to watch your feet. What's the best way to have the intensity in your team? Is by having intensity yourself to finish out the year strong. Der zweite Punkt ist halt wirklich vorauszugehen. So wie er es sagt, einfach auf die Dinge zu fokussieren. Da gibt es so ein geiles Sprichwort auf Deutsch, es kam in irgendeinem Rap-Lied. Und zwar, man kann nur in Fußstapfen treten, wenn man Fußstapfen hinterlässt. Okay, also euer Team wird immer nur das machen, was ihr wirklich macht. Okay, also sie werden euch nur folgen, wenn ihr Calls macht, wenn ihr Zooms macht, wenn ihr Closings macht. Okay, wenn ihr Events macht, wenn ihr vorne speakt. Sie werden euch einfach nur folgen, wenn ihr es macht. Ihr könnt nichts verlangen von eurer Downline, was ihr selber nicht gemacht habt, wofür ihr selber nicht den Weg gelegt habt. Number 3, have a relentless attitude. What does that mean? You have to understand that this business is for everybody, not everybody's for this business. And that's fine. People are going to throw rocks at you, right? But the attitude you got to have is you are going to grab those rocks and you're going to build your empire, right? There's two options. You can either decide, right, to grab the rocks that people throw at you and create your tombstone or create your empire. Now, the reason why I'm telling you this, relentless attitude, right? It's because you have to stop listening to people that don't have what you want. A lot of people care what people think of themselves. A lot of people care if they ask their best friend if this business works, and their best friend says no is one of those things, and then ask 1, 2, 3 months down the line or 3 years down the line why I don't have the results I want. Stop listening to people's opinions. They don't pay your bills. Start listening to people that have what you want. Have a relentless attitude. Genau, und gerade in Bezug auf in diesem Business, und der dritte Punkt ist einfach, dass hier viele Leute kommen werden und euch sagen werden, dass das Ganze hier nicht funktioniert, okay? Also die Sache ist einfach die, ihr könnt das Geschäft nur Leuten wirklich erklären und zeigen, die dann später auch sozusagen dafür offen sind. Es werden sehr viele Leute kommen, die eben für das Ganze hier nicht offen sind, und ihr sollt diese Steine, die ihr im Weg bekommt, nicht nutzen, um ausgebremst zu werden, oder? Sondern einfach, um euer Imperium aufzubauen. Okay? Und gerade was im Network Marketing angeht, speziell wenn ihr Vergütungsplan oder was auch immer präsentiert oder Menschen davon erzählt, hört auf diese Menschen nicht, egal was sie sagen. Egal, ob sie sagen, hey, das geht nicht, das kannst du vergessen, da werdet ihr nicht profitabel rauskommen, das ist eine Bauernfängerei oder was auch immer ihr alles schon kennt. Okay? Hört wirklich auf die Menschen, die dort sind, wo ihr hin wollt und die Resultate haben. Wir Menschen werden dazu aufgezogen, auf Familie, bekannte Freunde zu hören, aber die nicht diese Resultate haben, die wir eigentlich haben sollten. Deswegen für mich ist Johnnys Wort Gesetz in Bezug auf Network Marketing, und es sollte das Gesetz euer Ableiten auch immer sein. So today, I want you to go back before you go to sleep, because I know it's late over there in Germany, and I want you to rethink everything you did. Rethink everything you did, whether it's good, bad, something, nothing, and erase that out of your mind. Act as if it never happened and start fresh today. Start new goals. Start writing down where you want to be, right? December 31st at 11:59 p.m. to the point, and put a game plan together. Ignore all the excuses. Cut out all the excuses. If your mom and your dad think, hey, listen, they don't support you, perfect. Tell them, Mom, Dad, I'm sorry. For the next 30 days, I cannot listen to you. I'm barely going to spend some time with you because I'm out accomplishing my goals. Cut out the little guy. If you think you can't do it, perfect. Get around somebody that's fired up. Get around Miguel. Get around Martin, right? And I promise you, if you see the work ethic they're putting in, you see the results, right? You're going to get fired up. So my final thing is, guys, put in the work. Put in the work. Put in the work. There's 30 days left, 32 days left for the New Year's. Where are you going to be here a month from now? Where are you going to be here for Las Vegas Convention 2019? There comes a point in time where, sorry, Miguel, there comes a point in time where you stop clapping at the crowd, stop clapping at the speakers, and start speaking to the crowd. Because at the end of the day, the people on the top or the people in the front are the people that make the most money. Make a decision, go out and make it happen. Genau. Das nächste, bevor jeder von euch heute Abend schlafen geht, soll er wirklich alles reflektieren und nochmal dran denken, was er hier jemals gemacht hat. Und Johnny sagt, ihr solltet alles vergessen, alles. Und ihr fangt komplett von vorne an. Also neue Ziele setzen, neuer Gameplan schreiben, alles komplett neu. Vergisst alles und löscht alles, was damals passiert ist und was eure Pläne waren. Und ihr überlegt wirklich, wo seid ihr und wo steht ihr am 31.12. um 11:59 Uhr. Okay, also kurz vor Neujahr.
Und nach diesem Neujahresding, okay, oder beziehungsweise ab jetzt schon, wenn ihr diesen Plan fertig gemacht habt, entfernt euch von Leuten, die negativ sind, die zu euch sagen, es geht nicht. Auch wenn es die Familie ist, okay, nehmt mir das nicht böse, aber es heißt nicht, sagt, entfernt euch von eurer Mutter oder von eurem Vater oder was auch immer, sondern in Bezug auf Network Marketing hört ihr einfach auf Menschen, wie jetzt zum Beispiel er nannte mich oder Daniel Moreno oder wer auch immer, Leute, die einfach on fire sind, eure Uplines, wo ihr merkt und ihr werdet automatisch merken, dass die Leute mega, mega brennen für das, was sie machen. Das wird euch automatisch anzünden, Motivation geben. Einfach put in the work. Steckt wirklich die Arbeit die nächsten 32 Tage rein. Dann wirst du auch die nächsten 32 Tage oder Monate nach dem Neujahr richtig, richtig, richtig Gas geben. Okay? Und gerade was Vegas angeht, wir haben das Event in Vegas vom 28.02. bis zum 2. oder 3. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber in dem Datum sollte das ungefähr liegen. Und die Sache ist einfach die, überlegt euch, wo steht ihr dort? Seid ihr diejenigen, die applaudieren für die Leute, die vorne stehen, oder seid ihr diejenigen, die vorne stehen und für die applaudiert wird? So, next, long-term vision. You have to understand today, I want you to plant your flag. 90% of the people that don't have success in this business is because they haven't planted their flag and said, I'm going all out. I want you to plant your flag that this is a 6 to 12 to 14 to a year to 2 years to 3 year long-term decision. You have to understand there's not a get rich quick scheme, right? This is not iMarket's Life get rich quick, right? We're not gonna make $1 million in one day. It doesn't happen. This is get wealthy. How do you get wealthy? By putting in the work, by having the long-term vision. You have to understand, guys, when I first started in this industry, I was 16. I didn't make any money until I was 18. I went broke at 19. I joined another company at 20, right? I made a 6-figure and they cut it out at 21. And now I'm 25. It's a long-term vision. Remember, most people, right, say there's overnight success. There's no such thing, right? Have the long-term vision. Have the long-term vision that you're building something and you're building the foundation to your generational wealth. Genau, das nächste, was er einfach gesagt hat, ist wirklich diese Long-Term-Vision. Also zum Thema Long-Term, es ist einfach so, der erzählt Johnny gerade eben von seinen eigenen Erfahrungen, was er durchgemacht hat. Vor allem noch ganz kurz zu iMarket's Life. iMarket's Life ist kein Scheme, also kein Bullshit, wo ihr wirklich von heute auf morgen reich werdet oder so, sondern es ist wirklich eine Sache, die müsst ihr langfristig aufbauen. Okay, er hat mit 16 seine erste Company kennengelernt, hat bis er 18 war keinen einzigen Cent im Network verdient, mit 20 ist er der ersten großen Company gestartet, hat die dann mit 21 gewechselt, als er ein 6-Figure-Income hatte, also als er über 100.000 im Jahr verdient hat, wurde ihm alles vom Arsch oder beziehungsweise alles weggezogen von Anfang an, okay. Also nachdem er es aufgebaut hatte, 6-Figure-Income und mit 25 ist er jetzt hier bei IML als Chairman 50. Also wenn jemand die Definition von Long-Term ist, dann ist es Johnny und seine Story und bei ihm ist es nicht anders, okay? You have to understand, and I taught most of you guys this, it's a show business, not a tell business, right? What does that mean? People will see where you came from, they'll see that they relate to you, they'll see, right, your results, and they'll join. So you gotta show them, not tell them. Show them your results, right? What does that mean? Always stay working, always stay showing results, always stay on the grind. People will follow you if you have the right intentions and they know that you know where you want to go. What does that mean, guys? Again, I repeat, I like to call it, right, a grinder's attitude, a show's attitude, a grinder's attitude. You can write it either way. What does that mean? Work, 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 work until you finally make a residual. People tell me, Johnny, what if it takes me a year? What if it takes me 2 years? What if it takes me 3 years? I tell them, don't care. If not this, then what? Most people spend 10 years to 20 years of their life working for somebody else to get a 50 cent or a dollar raise. If it takes you a year, 2 years, or 3 years to make a 6-figure income to hit chairman, do you care? No. I'd rather be old and hit a chairman than be old and broke. Okay, er sagt, richtig geil. Also er sagt, das Ganze bei iMarket's Live hier und bei dem, was wir machen, ist ein Show-Business und eben kein Tell-Business, okay? Du sollst wirklich Resultate zeigen, okay? Du sollst die richtige Intention haben und dann wirklich grinden und hustlen. Da gibt es für mich keine Übersetzung. Ihr wisst alle, was grinden und hustlen bedeutet. Also wirklich den Arsch aufzureißen in dem Business hier und alle Menschen werden euch dann auf jeden Fall folgen, okay? Und vor allem wichtig ist eure Attitude, also eure Attitüde zu dem, wie ihr dieses Business aufbaut, okay? Weil das, was ihr an der Attitüde gebt, wird auch wieder gespiegelt in den Leuten, die ihr trefft, die Leute, die euch folgen und dann eben die Resultate und Ergebnisse. Okay, also wirklich dieses Work, die Arbeit reinzustecken.
und dadurch dann irgendwann ein passives Einkommen aufzubauen, weil irgendwann werden die Leute eure Ergebnisse sehen, sei es jetzt P2, P5, Chairman 10 oder was auch immer, wo ihr ein passives Einkommen habt, wovon manche Menschen träumen in Deutschland, es überhaupt zu verdienen, aktiv, verdient ihr dann passiv und dann habt ihr diese Attitüde immer durchgezogen und habt die Resultate. Gerade wenn Johnny jemand fragt, hey, wie sieht's denn aus? Wie lange brauche ich denn? Brauche ich 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre? Dann sagt er immer, hey, das ist mir scheißegal. Okay, die meisten Menschen, und das ist wirklich 90% der Menschen, die arbeiten für irgendjemanden, sind am Ende, wenn sie in die Rente gehen, komplett broke, okay, und gehen broke ins Sterbebett und er sagt, hey, er ist lieber, ab jetzt arbeitet er, bis er komplett alt ist, bis er ins Rentenalter kommt und dann trotzdem dann erst Chairman wird. Aber dann hat er ein passives Einkommen und hat es besser gemacht als die meisten Menschen da draußen. Also sagt er, was gibt es für eine andere Möglichkeit, wenn nicht diese? Next, 3 more, guys. 3 more and we're done. Johnny will stop screaming in your ears at 12 or whatever time it is. I love you guys to death, right? Next, it's called never minimize your success. Always keep yourself accountable to your goals. Okay, what does that mean? Never minimize your success. A lot of us here today, right, we had goals, we had set goals, and if you don't, I want you to go back and write it down on a piece of paper, right? I'll show you my wall. I'm moving out of my condo, so I'll show you my goals. You can see what I do. I write them down. And if I don't hit them, right, I just put another expiration date. A lot of you guys put a certain goal, right? But when you guys think you can't achieve it or it's too big, you guys minimize it. Stop minimizing your goals so you can reach your potential. Instead of making your goals smaller, make them bigger so your potential grows bigger. Remember, it takes the same amount of effort to think small than to think big. Now, it pays more to think big than to think small. Start thinking big. Start maximizing your goals. Genau, gerade was die Ziele angeht. Die meisten Menschen ist halt einfach so, die setzen sich Ziele, erreichen sie dann nicht, löschen das Datum weg oder machen das Datum hinter der Liste weg oder streichen es durch und machen ein neues Datum drauf. Das Problem ist, ihr gebt euch mehr Zeit, okay, aber das Ziel ist das gleiche und das ist kompletter Bullshit. Das sollte man auf keinen Fall machen. Was ihr machen solltet, ist die Zeit zu verändern, wenn ihr ein Ziel nicht erreicht habt, auf eurer Goal-List, auf eurer Zielliste, aber gleichzeitig auch das Ziel zu erhöhen, okay? Also nicht das Datum, die Ablaufzeit zu erhöhen und das Ziel gleich zu lassen, weil es wird euer Potenzial mindern, sondern das Ziel gleichzeitig mit erhöhen. Einfaches Beispiel, mein Ziel ist zum Beispiel Chairman 10 bis Ende des Jahres. Datum 31.12.11.59 Uhr Chairman 10. Wenn ich das jetzt nicht erreiche, dann nehme ich nicht einfach das Datum und radiere es weg und mache es zum Beispiel auf den 1.3., okay, sondern ich sage dann, okay, bis zum 1.3., aber dann Chairman 25. Versteht ihr, was ich meine? Das Ziel nachzuziehen und gleichzeitig das Datum, weil es erhöht wieder euer Potenzial. Macht ihr das nicht, mindert ihr euer Potenzial. Und das ist sehr, sehr, sehr schlecht, ist ja vollkommen klar. Remember, it's not enough just to play the game. It's enough to win the game. Become a winner. Have the winner's attitude, right? Because I believe that everybody in your life, nobody could be you. Everybody's yourself, right? You have your soul, you have your body, and you're the main character in your movie. Most of the time, we just act like the second body and we let somebody else have our success. Understand, right? Richard, Martin, Miguel, Daniel, every single chairman, Chris Nichols, and every single chairman is the same person as you. 2 legs, 2 feet, 1 mouth, 2 ears, right? You guys are probably smarter than me. Stop being second fiddle in your life and start being the superstar in your own movies. Okay, perfekt. Der nächste Punkt finde ich übelst krass. Er sagt, dass die Leute es auch mal verstehen. Das hatte ich nämlich ein Riesenproblem am Anfang Network. Ich dachte immer, die anderen Menschen sind besser als ich. Die haben irgendwie bessere Vorteile, was auch immer. Johnny sagt, die meisten Leute hier drin sind wahrscheinlich schlauer als er. Und er sagt, es geht einfach um diese Winner, also wirklich um diese Gewinner-Attitüde, die ihr selber habt. Und er vergleicht das ganz einfach mit einem Film. Die meisten Menschen spielen in einem Film mit, aber sind der zweite Charakter und nicht der Protagonist, also nicht die Person, um die es wirklich geht. Und ihr sollt euren eigenen Film schreiben, okay? Er sagt, egal ob es jetzt ich bin oder Richard oder wer auch immer da draußen, die geile Ränge haben, die viel Cash haben, die einfach eure Idole sind, die eure Uplines sind, okay, bei denen ist auch nichts anders, so, die haben auch einen Mund, die haben 2 Beine, die haben 2 Arme und so weiter, das ist alles gleich, okay, und wie gesagt, um das zu betonen, er sagt nicht, dass irgendjemand, er sagt, dass viele hier safe schlauer sind als Johnny selber, aber darum geht es nicht, es geht darum, wirklich die eigene Person im Film zu sein und der Protagonist zu sein und das Ganze in die Hand zu nehmen und selber zu entscheiden, nicht andere Menschen fiktiv im Film entscheiden zu lassen, in welche Richtung des Erfolges du gehst oder ob du Erfolg hast oder nicht. So guys, the last one but not least, and to me this is the most important one, right? And I like to call it the key to success. And I don't define success by a lot of money. I define by being successful and fulfilled, whether it's in life, health, wealth,
right? And income. Yes, income plays a part. When you don't have it, it ranks up next to oxygen. If not, it gives you options, okay? It's confidence, right? It's having the right attitude. You have to understand, guys, one of my stories, I once, right, was stuck at a certain level. I was stuck at $15,000 a month, and I was not able to go above that. And I went to my mentor's house just to see what he did, right, for him to make $10 million a month. And I asked him, dude, his name was Ted. I go, dude, what do you do different that I don't know? What do you know that I don't know? I spent 3 days with him, and what I figured out, what I learned, right, is that I already knew how to do the business. He would do the exact same thing as me, except one simple thing. He was confident every single time he talked and showed the plan. He was confident. Understand, there's a difference between confident and cocky. When somebody's confident about their business, they understand that they have the power and they're showing somebody, the business, something of value. Have confidence in what you're showing. You're not selling, you're sharing. If people don't want to join you, perfect. Most people don't want to join you because they feel that you don't even want to join yourself. So be confident, because when you're confident, you feel good, you do good, and you produce well. So, Miguel, before I go. Thanks, Bro. Darüber hinaus der letzte Punkt, okay, wo er wirklich sagt, das ist wirklich so sein Schlüssel gewesen. Es hat ihn von 15.000, also er hat gesagt, er hatte eine Zeit, wo er wirklich nicht über diese 15.000 Einkommen hinausgekommen ist, also wirklich festgesteckt ist. Und ich glaube, jeder von euch kennt es, dass man feststeckt in irgendeinem Bereich, sei es jetzt vom P150 zum 600, sei es vom 600 zum P1K oder vom P5 zum Chairman 10. Es gibt immer Zeitpunkte, wo man einfach feststeckt. Ich hatte das zum Beispiel auch vom P5 jetzt in Richtung Chairman 10, sehr, sehr lange, jetzt läuft es sehr gut, in Richtung Chairman 10. Und was er gemacht hat, und genau das Gleiche habe ich auch gemacht, deswegen muss ich gerade so schmunzeln, er ist zu seinem Mentor damals gegangen. Genau das Gleiche habe ich auch gemacht, ich habe ein paar Tage mit Martin verbracht, habe dann erkannt, was ich falsch mache, und er hat genau das Gleiche gemacht. Er ist zu seinem Mentor gegangen, der 10 Millionen macht, okay, sein Mentor, und hat einfach ihm gesagt, hey, was weißt du mehr als ich, was für einen Erfolgsschlüssel hast du, warum komme ich dort nicht hin? Und dann hat er einfach mal 3, 4 Tage mit ihm verbracht, und er hat gemerkt, hey, der macht alles gleich, er macht alles genau gleich wie sein Mentor, der halt ein übertrieben krasseres Income hat als er selber, wo er natürlich hin will. Was ihm aber aufgefallen ist, und das ist eine Sache, die ist wirklich, ja, wirklich wichtig. Ich sage immer wirklich wichtig, Leute, alles ist wirklich wichtig hier, aber das ist der Schlüssel, das ist Master Key, das ist das Geheimnis, ist selbstsicher zu sein. 100% sicher zu sein, wie du den Vergütungsplan präsentierst, wie du präsentierst allgemein. Okay, und einfach, dass du weißt, du hast hier was von Mehrwert. Und er sagt, wir verkaufen nicht, wir teilen nur etwas. Ich sage auch immer zu meinen Leuten in der Downline oder allgemein zu euch, sage ich immer, hey, wir haben eine Position der Stärke, wir geben Menschen die Möglichkeit, wir verkaufen nichts, wir rennen dir nicht hinterher, okay, wir sind nicht, und ich hoffe, okay, Johnny versteht eh kein Deutsch, das passt eigentlich perfekt, wir sind nicht die Nutten am Straßenrand, okay, anders kann ich es nicht erklären, sondern wir sind diejenigen, die den Lamborghini haben und sagen, hey, wenn du willst, steig ein, okay, und nicht bitteln und beten, dass die Leute sagen, merkt euch eine Sache, das kommt jetzt darüber hinaus, merkt euch und schreibt euch das auf, wer bietet, gewinnt, wer bittet, verliert, und mehr will ich dazu gar nicht sagen. So to finish it off, I want to finish it off with this story that actually changed my life, and my mentor actually showed me and told me that was able to teach me how to go from 6 figures to 7 figures. And a lot of you guys might understand it, and a lot of you guys might understand it and apply to your life to change your attitude. And potentially once you change your attitude, change your income, a lot of you might understand it later down the line. That's fine, okay? He said, Johnny, there's different types of attitude. You have to understand, right? He said, listen, back in the day, I had lost everything. I went from a multiple 6-figure income to 0 overnight. My wife had taken out my kid. I had lost my house, my cars. I had nothing else to do. I went to my personal mentor and told him, listen, I lost my car. I lost my wife. I lost my kids. And I lost my income. I've lost my dignity. I have nothing left. And he was complaining. And his mentor said, hold up. Do me a favor. Grab a pot, put water, right? Put an egg, put a carrot, and put a coffee bean, and put it to boil. He did it, and he was still complaining. My wife has asked me, doesn't want to let me see my kid. I lost my cars. I have no income. What I do? And how is this going to help me, right? How is this going to help me make my income back? And he said, please do what I said. He put the water, put all these things in a pot, he put it to boil, started boiling. He was complaining, and his mentor said, listen, stop complaining. Wait until that starts boiling. As soon as it stopped boiling, the guy went. My mentor said, listen, it started boiling. Now can you help me? He said, perfect.
pull all 3 items out of the water. He goes, perfect. It's out of the water. He said, what happened to the egg? He goes, the egg went hard, and the egg went from being hard to being soft. He said, listen, some people are hard until it gets rough in life, until it gets extreme, right? Until people or things are against them and they become soft and mushy. Don't do that. Don't be an egg. Throw it away. He grabbed the carrot. He said, what happened to the carrot? The carrot went from being hard to being mushy, like a mashed potato. He said, perfect. Some people are hard-headed, like a carrot, hard to break, right? And hard for them to listen to new ideas until the going gets tough. Then they just run away from their problems. Do not be a carrot. Throw it away. He grabbed the coffee bean. He said, what happened to the coffee bean? He said, nothing. The coffee bean just changed the environment and it made coffee. It was perfect. For now on, be a coffee bean. You're not a tree. Change your environment. Get around people that are excited. Get around people with results. Get fired up and go make it happen. That changed my life. It changed my attitude because it showed me, right, that there was a real world potential by just changing my attitude. So today, I want you to change your attitude, that I don't care if it worked for Johnny. I don't care if it worked for Miguel, for Martin, for any of these chairmen, but this business works for me and I'm going to happen no matter what. I am a chairman by March 15, 2019. Total krasse Story. Und zwar, ich versuche es so hinzubekommen, aber ich denke, ich habe alles aufgeschrieben. Und zwar, er hat gesagt, er hat eine Story parat, die er jetzt gerade gedroppt hat auf Englisch, was ich euch jetzt direkt übersetze. Und zwar hat er gesagt, er hat von seinem Mentor erzählt bekommen, dass sein Mentor jemand hatte, der hat alles verloren. Alles komplett. Frau, Kinder, Einkommen, eigentlich wirklich vom Six-Figure-Income zu nichts, gar nichts, null. Und dann ist er zu seinem Mentor gegangen und hat ihn gefragt, hey, ich habe alles verloren, komplett, was soll ich machen? Alles verloren. Ich habe meine Ehre verloren, meine Frau, mein Geld, mein Haus, mein Auto. Ich bin tot in dem Sinne, ich kann nichts mehr machen. Und dann hat der Mentor gesagt, hey, lass uns mal ein Beispiel, ein Experiment machen. Nimm mal ein Ei, okay, eine Karotte und eine Bohne und wirf das mal alles ins Wasser und dann erhitzt das Ganze, bis es wirklich kocht und lass es kochen. Danach, wenn es abgekühlt ist, nehmen wir die Gegenstände mal raus. Hat er als erstes Ei rausgeholt. Das Ei wurde erst hart und dann nachher richtig weich, okay? Das ist das Beispiel bei vielen, vielen Menschen. Erst sind sie richtig hart, wenn sie viel Geld verdienen, wenn sie alles haben, was sie brauchen, werden sie dann aber gekocht, werden sie unglaublich weich, okay? Also heißt Versagen komplett. Sei auf jeden Fall kein Ei. Dann die Karotte, das war das nächste, was sie aus dem Topf rausgezogen haben. Die Karotte auch, wurde von hart. Die meisten Menschen da draußen rennen richtig dickköpfig rum, so hat er das gesagt, okay, oder werden auf einmal richtig arrogant oder einfach die krassen Typen, weil sie halt jetzt irgendwie Six-Figure machen oder 7-Figure oder ein Haus und was auch immer alles haben. Wenn du die Karotte aber kochst, was passiert? Sie wird genauso weich, die wird richtig lapprig, okay, also sie werden einfach in dem Fall zu Lappen. Und das passiert hier auch. Sei kein Lappen, sei keine Karotte. Und dann hat er gesagt, hey, da haben sie die Kaffeebohne rausgenommen. Und was ist mit der Kaffeebohne geworden? Wenn die Kaffeebohne ein härteres Umfeld bekommt, gekocht wird, okay, unter Druck steht, was ist mit der Kaffeebohne passiert? Aus ihr ist Kaffee geworden, okay? Also seid die Kaffeebohne. Warum? Weil die Kaffeebohne, wenn sich das Environment, wenn das Umfeld sich ändert, wenn es hart wird, macht es einfach Kaffee draus, okay? Perfekt. So ein krasses Beispiel. Seit die Bohne ist, hat er gesagt, es hat für ihn alles verändert. Er hat gesagt, ihm ist es scheißegal, für wen er arbeitet, egal ob es jetzt seine Uplines sind, es ist egal, ob ihr für mich arbeitet, für Richard oder wem auch immer. Es geht darum, seid von der Attitüde her eine Kaffeebohne und egal welchen Druck ihr habt in diesem Business, egal sei es privat, familiär oder was auch immer, seid die Kaffeebohne, macht immer Kaffee draus. So, in conclusion, before I let you guys go, guys, change your attitude, change your mindset, change your work ethic, and you'll change your income from an income to an income. With that being said, see you guys, and I'll let you guys go with this beautiful view. Hope to see you guys again in Vegas or in Miami. I'm flexing you. My last day here. See you at the top because the bottom is crowded. Bro, prepare the hookah, I'm coming. Perfekt, also er hat sich nochmal mega bedankt für den Call. Thanks, Bro, thanks a lot. Drop some 7-7, ballert mal ein paar 7-7 rein für das Dankeschön an Johnny. Check the inbox, Bro. They're all appreciating you and really thankful. We see us in Vegas, Bro. Thanks a lot, man. Okay, also ganz kurz noch das Ende zusammenzufassen. Es waren übelst viele Nuggets. Ich seht meinen Kopf, weil ich platz gleich, ich bin komplett roh, weil ich hier irgendwie alles mitschreiben muss, dass ich das Ganze übersetzen kann, so schnell wie der Typ redet. Und zwar wirklich am Ende ist wirklich die Attitude das Wichtige, die Attitüde, die Arbeit, die du reinsteckst, einen Plan zu haben. Und das Ganze wird dich von einem Income, also vielleicht kommt es zu einem richtigen Income, also zum richtig heftigen
Batzen Kohle bringen, wenn du diese Sachen änderst. Und er freut sich, jeden in Vegas zu sehen. Und in dem Sinne danke ich euch auch, dass ihr alle am Start wart, dass ihr ihn alle so gehypt habt, dass ihr zuhören konntet. Ich hoffe, ich war euch einigermaßen guten Übersetzer. Wie gesagt, ihr seht, schaut es euch mal an, ich bin so komplett rot, ey, das ist knallhart. Der Typ droppt die Nuggets, ich weiß gar nicht, wie ich in Werk kommen soll, der brennt mich ja an. Genau, schreibt euch das Ganze auf. Für mich wirklich ein Schlüssel-Nugget, also dass ich euch auch mal sagen kann, auch als Leader kann man hier übertrieben krass was mitnehmen, ist das, was er gesagt hat mit dem Ziel. Und ich habe nämlich genau das gleiche gemacht. Wenn ich ein Ziel hatte, zum Beispiel Chairman 10 oder P5 und ich habe es nicht erreicht, dann habe ich das Datum weggestrichen, schwachen Herzens sozusagen. Also war zwar schwer für mich, aber habe ein anderes Datum dran gesetzt. Aber was er gesagt hat mit dem Anpassen von den Zielen, Leute, das ist komplette Zerstörung, Mann. Komplette Zerstörung. Das ist ein heftiger Nugget. Okay? Dass ihr wisst, ich habe davon auch was mitgenommen. In dem Sinne, vielen Dank. Ich verabschiede mich von allen. Man sieht sich und ich hoffe, ihr konntet die Nuggets des Todes mitnehmen. Haut rein. Thanks, Johnny. Bye, bye.